Hallo liebe Zuschauerin, hallo lieber Zuschauer. In unserem neuen Format des Vago Webcast möchten wir Ihnen interessante Neuigkeiten und spannende Informationen aus der Vago-Welt zeigen. In dem Webcast Mini-Klemmen geht es um Informationen zu diesem neuen Mitglied der TopJobS Produktfamilie. Sollten Sie dieses Video zu einem Zeitpunkt sehen, wo die Live-Chat-Funktion leider nicht möglich ist, dann wenden Sie sich für weitere Informationen gern über unsere Website an unseren Support. Bevor ich nun zum eigentlichen Thema komme, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Burkhard Niemann. Ich bin Produktmanager für die TopJobS Reihenklemmen und werde Ihnen einiges über Anwendungsmöglichkeiten und auch die technischen Daten unserer neuen Vago TopJobS Mini-Klemmen zeigen. Im Anschluss daran wird meine Kollegin Jana Höfner Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe der bereits vorhandenen Produktdaten zu unserem neuen Klemmenprogramm eine Schaltplanerstellung mit E-Plan oder WS-Card durchführen können. In der Antriebstechnik oder im allgemeinen Anlagenbau ist es so, dass bei gleichbleibender Leistung immer kompaktere Abmessungen gefordert werden. Und gerade da spielt die Klemme aufgrund ihrer sehr, sehr kompakten Bauform ihre Vorteile aus. Vago bietet eine innovative Lösung mit der TopJobS Mini-Klemme. Und zwar bieten wir einen komfortablen Leiteranschluss, auch unter beengten Platzverhältnissen. Die Klemme besticht durch 3 unterschiedliche Befestigungsarten, sodass wir im Grunde für jede Anwendung die richtige Lösung anbieten können. Des Weiteren bieten wir eine schnelle und komfortable Leiteranschlussmöglichkeit, dadurch, dass man den eindrähtigen Leiter bzw. den flexiblen Leiter mit Ader-Endhülse direkt stecken kann. Und zu guter Letzt haben wir die Möglichkeit, dass wir das vorhandene TopJobS-Zubehör, wie beispielsweise Beschriftungsstreifen oder Brücker, auch bei den neuen kompakten Mini-Klemmen verwenden können. Die TopJobS Mini-Klemmen kommen in 3 unterschiedlichen Befestigungsvarianten. Einmal die Befestigung auf der Tragschiene TS15, dann eine Befestigung mit einem Rastfuß und zu guter Letzt eine Befestigung mit einem Befestigungsflansch. Bei der Befestigung auf der Tragschiene ist es so, dass die Klemmen wie bei Reihenklemmen direkt aus dem Verband gelöst werden können und die grün-gelben Varianten bieten eine Kontaktierung zur Befestigungsauflage, sprich zur Tragschiene. Bei den Varianten mit dem Rastfuß ist es so, dass ein Klemmenblock in ein vorhandenes Bohrlochmuster werkzeuglos direkt eingerastet werden kann. Und zu guter Letzt bei den Klemmen mit Befestigungsflansch ist es so, dass wir mit Hilfe von M4-Schrauben den Klemmenblock direkt auf die Montageplatte anschrauben können. Trotz der kompakten Abmessungen und einer Breite von nur 3,5 mm können unsere TopJobS Mini-Klemmen bei Anschluss eines 1,5 Quadratleiters mit 17,5 Ampere belastet werden und das bei einer Spannung von 500 Volt nach IEC bzw. 300 Volt nach UL. Es sind alle internationalen Zulassungen vorhanden, sowie UL, CSA und auch CCA. Und die Klemmen können auch im X-Bereich eingesetzt werden. Die dafür erforderlichen Zulassungen wie IECX oder American X sind auch schon bereits vorhanden. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ist die Klemme für den Einsatz gerade in kleinen Drehstrommotoren prädestiniert. Wie man hier sehen kann, ist das hier einmal durchgeführt worden, auch mit dem dreizeiligen Beschriftungsstreifen. Und schön ist auch zu sehen, dass man hier an der Stelle eine Zeile des Beschriftungsstreifens dafür verwenden kann, dass man anzeigt, welcher Brücker, sei es der Stern- oder der Dreiecksbrücker, in dieser Schaltung verbaut ist. Dafür ist auf dem Beschriftungsstreifen halt die 3. Zeile gut zu verwenden. Die Daten, die für die Schaltplanerstellung für WS-Card oder E-Plan erforderlich sind, die sind natürlich auch bereits vorhanden und auf unserer Website abrufbar. Und wie das funktioniert und wie man das am einfachsten machen kann, das zeigt Ihnen meine Kollegin Jana Höfner jetzt gern im zweiten Teil unseres Webcasts. Hallo zusammen, mein Name ist Jana Höfner. Ich bin technische Assistentin für die neuen Mini-Klemmen. Wir wissen, dass vollständige Daten die Basis für eine schnelle und optimale Planung sind. Deshalb stehen für die neuen Mini-Klemmen von Anfang an Daten in Planungssoftwares, unserem Konfigurator und Online-Shop für Sie bereit.
Beginnend mit der elektrischen Planung lassen sich die Miniklemmen in die Planungssoftware in den entsprechenden Schaltplan durch vorhandene technische Daten schnell einbauen. Das hier zu sehende Anwendungsbeispiel ist übrigens der Motoranschluss, den mein Kollege Ihnen eben als direktes Anwendungsbeispiel gezeigt hat. Hier in der Beispielplanungssoftware ePlan. Durch vorhandene 3D-Makros, zum Beispiel im Pro-Panel, lässt sich die gezeichnete Klemmleiste in Ihrem gewünschten Gehäuse ganz einfach positionieren. Verschieben Sie dafür die Klemmleiste einfach an die gewünschte Position. Auch hier ist nochmal zu sehen, dass trotz des kleinen Gehäuses genügend Platz für eine angenehme Verdrahtung herrscht. Aber zurück zur Planung. Falls Sie sich für eine andere Montagevariante, zum Beispiel per Flanschbefestigung, entschieden haben, lassen sich in der Planungssoftware Pro-Panel beispielsweise direkt die Bohrlöcher für die spätere automatische Bohrung im Gehäuse anzeigen und einplanen. Um nun zu überprüfen, ob die konfigurierte Klemmleiste auch für den Einsatz korrekt gestaltet wurde, lässt sich über unseren Smart Designer, dem Konfigurator, eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Der Smart Designer ist ein Konfigurator, der online basiert und kostenlos für Sie zur Verfügung steht. Die Datenübertragung erfolgt entweder direkt aus der Planungssoftware ePlan oder über Ihre gewählte Planungssoftware mithilfe der CAE-Daten in den Konfigurator Smart Designer. Im Konfigurator Smart Designer selbst kann die Plausibilitätsprüfung automatisch durchgeführt werden. Hier werden Ihnen fehlende Komponenten schnell und einfach vorgeschlagen, ohne Artikelnummersuche. In diesem Anwendungsbeispiel des Motoranschlusses fehlt zum Beispiel die Endklemmer zur kompletten Fixierung der Klemmleiste auf der Tragschiene. Wie der Name Konfigurator schon verrät, hat der Smart Designer natürlich noch mehr zu bieten. Ergänzen Sie ganz einfach die Klemmleiste durch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel zusätzliches Beschriftungsmaterial, oder bearbeiten Sie mithilfe unseres Beschriftungsassistenten direkt vorhandene Beschriftung, zum Beispiel durch vorgeschlagene Nummerierungssysteme oder die automatische Anpassung der Schriftgröße. Wenn Ihre Klemmleiste fertiggestellt ist, können Sie abschließend natürlich ein Angebot in entsprechender Menge über unseren Vertrieb direkt anfragen. Zusätzliche Dokumentation lässt sich in einfachen Mausklicks ganz einfach im Smart Designer speichern. Zusätzliche Dokumentation kann in diesem Beispiel die passende Stückliste oder zusätzliche CAD-Daten in verschiedenen Formaten sein. Sie sehen also, unsere Miniklemmen sind stark in der Anwendung und Planung. Durch die kompakte Bauform ist trotzdem genügend Platz für eine angenehme Verdrahtung auch in kleinen Gehäusen. Die Miniklemmen haben 3 verschiedene Montagevarianten. Wählen Sie einfach Ihre Montagevariante für Ihren Einsatz. Nutzen Sie vorhandenes Topshop S-Zubehör und starten Sie einfach direkt mit der Planung durch vorhandene Daten in Planungssoftwares und unserem Konfigurator. Die Miniklemmen sind das passende Produkt für Ihre Anwendung? Dann kontaktieren Sie uns einfach direkt über die Meet the Speaker-Funktion, über Ihren gewohnten Kontakt im Vertrieb oder über das Kontaktformular auf der Website. Kleiner Tipp zum Schluss: Verpassen Sie nicht das nächste Video: Hebel, Reihenklemm, werkzeugloser Anschluss.